Für eine saubere Einrichtung beginnen wir mit dem Reset der Komponenten. Zunächst die App. Dazu gehen wir unten in der App auf Settings, Reset App und bestätigen. Dann resetten wir den Dongle, indem wir den Reset-Knopf mit einem Stift mindestens 10 Sekunden gedrückt halten, bis die LED rot geblinkt hat. Die App, wenn sie neu gestartet wird oder resettet, fragt zunächst nach unserer Zeitzone. Wir wählen hier Berlin aus und bestätigen mit Weiter. Da wir ohne Konto starten möchten, gehen wir hier einfach auf Skip und wir möchten einen Dongle einrichten und das direkt über das eigene Wi-Fi des Dongles. Nun folgen wir zunächst den Schritten der App. Bedeutet, wir stecken den Dongle ein, er leuchtet violett, wie die App es sagt, wir bestätigen und warten auf das orange Licht. Wenn der Dongle orange leuchtet, gehen wir weiter. Nun sollen wir den QR-Code für die Einwahl in das Dongle WLAN scannen und warten darauf, dass der Dongle, wie gefordert, die blaue LED leuchten lässt. Da wir nur einen Dongle haben und der Rest mit Kabel verbunden ist, können wir hier auf Dann gehen. Wenn der Dongle ganz neu ist, könnte jetzt noch ein Feld kommen, um die Firmware zu aktualisieren. Wie wir sehen, haben wir eine Standardgruppe, in der beide Leuchten angelegt sind, die wir über den An-Aus-Knopf grob steuern können, um sie an- und auszuschalten. Um beide LEDs jetzt zu steuern, gehen wir unten auf Mode, manuelle Steuerung und können hier nach Belieben Helligkeit und Farben einstellen. Zum Bestätigen nehmen wir einfach den Pfeil oben in der Ecke. Gehen wir unten in den Reitern auf die Gruppe, sehen wir unsere Standardgruppe mit den beiden erkannten Lampen und einen grünen Tutorial-Balken, der uns sagen möchte, dass wir unten, wo diese überkreuzten Pfeile sind, hochswipen sollen, um Gruppen zuzuweisen. Da wir keine haben, ist das Feld leer. Um den Plus-Knopf aktiv zu schalten, muss ich dieses Tutorial allerdings einmal durchführen. Die beiden Lampen können wir einmal anklicken und dann beginnen sie zu blinken, um eine Identifikation durchzuführen. Das leichte nach rechts wischen beendet diesen Demo-Identifikationsmodus. Kommen wir zum Einrichten der Gruppen. Dazu gehen wir unten auf den Gruppenreiter und auf das Plus. Nun sollen wir einen Namen einfügen. Wir belassen es bei dem voreingestellten Namen Gruppe 1. Zum Bestätigen müssen wir oben den Pfeil nehmen und Speichern sagen. Das gleiche machen wir für eine Gruppe 2. Wie man sieht, haben wir jetzt oben das Karussell mit allen Standardgruppen und unseren beiden eigenen Gruppen, die wir verwalten wollen. Zum Zuweisen der Lampen machen wir jetzt, wie vom Tutorial vorgeschlagen, dass wir von unten hochwischen und bekommen eine Auswahl an Gruppen, aus denen wir Lampen wählen könnten. In der Default-Gruppe sind unsere beiden Lampen, Gruppe 2 hat noch keine. Um die Lampen zuzuweisen, drücken wir auf das Icon, halten gedrückt, bis es aufleuchtet und ziehen es in die Gruppe 1, in dem Fall, die oben angezeigt ist. Für Gruppe 2 Zuweisung scrollen wir oben durch auf Gruppe 2 und machen das gleiche noch einmal. Nun sehen wir im Karussell unsere beiden zugewiesenen Gruppen mit jeweils einer Lampe. Gehen wir unten in der Menüauswahl auf das Dashboard, bekommen wir nun standardmäßig noch weiter die Default-Gruppe angezeigt, allerdings mit 0 Lampen, sowie unsere erstellten Gruppen 1 und 2 mit jeweils einer Lampe. Auch hier kann ich wieder grob an- und ausschalten. Wenn ich das auf der Default-Gruppe mache, passiert entsprechend nichts, da keine Lampe zugewiesen ist. Gruppe 1 schaltet die Lampe der Gruppe 1 und Gruppe 2 die Lampe der Gruppe 2.
Kommen wir nun dazu, wie wir die Steuerprofile für die jeweilige Gruppe einstellen. Dazu gehen wir unten in der Leiste wieder auf Mode und können durch Durchscrollen sehen, welche Voreinstellungen getroffen sind aktuell. In dem Fall haben wir beide auf manuelle Steuerung. Indem wir unten hochziehen, können wir ein Profil auswählen oder die manuelle Steuerung. Wir wählen das Preset von Cassie und sehen in der Zuweisung, dass es aktiv ist. Bei Gruppe 2 bleiben wir auf der manuellen Steuerung und können oben rechts in der Ecke direkt über das Editieren-Knöpfchen gehen. Hier können wir jetzt manuell beliebig die Lichtfarbe einstellen. Oder auch ein neues Programm anlegen, ausgehend hier vom Preset und jeden Punkt einzeln editieren, um eine beliebige Farbe zu bekommen. Mit zurück speichern wir das geänderte Profil und sehen für beide Gruppen die aktuellen Profileinstellungen.